Hallo, willkommen zu Ahmed Küche. Heute machen wir Gözleme mit Hackfleisch und Champignon. Wir fangen an mit Inhalt. 400 Gramm Champignon, 500 Gramm Rinderhackfleisch, 4 Zwiebeln, 4 süße Paprika, also Spitzenpaprika, türkisch, Handvoll Petersilie, 4 Zeh Knoblauch, 100 Gramm Cocktailtomaten, dann habe ich hier Teelöffel Salz, Teelöffel Pfeffer, Teelöffel Thymian, 2 Teelöffel süße Paprika und 2 Teelöffel Chili. Und aus welchem Land kommen die alle? Chili kommt von Türkei, das war nicht Chili. Doch, Chili, Türkei und Thymian. Andere, weiß ich nicht, vielleicht Deutschland. Die süße Paprika kommt von Ungarn. Wow. Ja. Mensch. Ja, sicher. International. Okay. So, jetzt wollen wir die Pfanne klären hier. Habe ich an. Olivenöl nehme ich dann 3-4 Esslöffel. Guck ich mal. 4 Esslöffel. Ich glaube, das ist schwer. 3 oder 4. Jetzt warte ich noch kurz, bis das Öl ein bisschen warm ist. Dann kann ich Hackfleisch reintun. Das Öl ist schon warm, jetzt können wir dann reintun, Hackfleisch. Okay. Ein bisschen verteilen. Gut. So. In die Zeit schneide ich dann Zwiebeleich. Alle 4 schneiden wir klein natürlich. Erstmal mit der durchschneiden und dann Seite und dann vielleicht auch mal da reingehen. Dann werden sie auch dünn. So, dann müssen wir ab und zu mal umrühren, nicht vergessen. So. Ich schneide jetzt alle die restliche Zwiebel, solange tue ich natürlich das anbraten, dann tun wir den Zwiebel auch gleich rein. Bis gleich. Ich habe den Zwiebel schon klein geschnitten, jetzt tue ich es dann auch rein. Ich muss halt so machen. Ne? So, jetzt schneiden wir den Champignon. Bitte dünn schneiden, dünn wie möglich. Erstmal Mitte durchschneiden, Mitte durch und dann dünn. Und ihr könnt natürlich langsamer schneiden. Ja, nicht so schnell wie ich. Ja, sonst schneidet der Finger. Gell? Gut, ich schneide jetzt natürlich den restlichen Champignon. Bis dahin ist er auch fertig, dann tue ich es auch natürlich rein. Bis gleich. Den Champignon habe ich schon kleine geschnitten, jetzt tue ich auch rein. So, jetzt noch ein bisschen umrühren, natürlich. Passt gerade so alles in die Pfanne rein. Ich habe Glück, dass ich die Pfanne habe. Wokpfanne, weil bei anderen wären ja schon, was weiß ich, Du hast schon 2 die Hälfte wäre draußen. So, jetzt schneide ich den Paprika noch schnell, die kommt auch gleich rein, die warte ich nicht. Ich schneide mal auch kleine, dünn, also ne. Verteilen, so jetzt das auch da rein. Knoblauch, ja. Auch kleine schneiden natürlich. Was wolltest du sagen, liebe Zuschauer? Nein, nichts. Liebe Abonnenten! Ja, abonnieren bitte nicht vergessen. Manche vergessen abonnieren. Ja. Hey, Daumen hoch. Ja. Amazon-Link. Auch noch. So. Infobox gucken. Ja, genau. Wenn ihr Fragen habt, Kommentare. Ja. Ja, wir sagen es ja meistens gar nicht dazu. Ja. Wir machen das nicht. So, und jetzt? Tomate noch. Warte. Ich muss das umrühren noch. Also, so ist es nicht. Jetzt.
So, jetzt kommt die Salz, Pfeffer, alles da rein. So. Auch verteilen. So. Die Tomate tun wir nur mit der durchschneiden, fertig. Und dann da rein tun halt. Mit der durch, alles. So, fertig. Jetzt geht's hier weiter, umrühren. Jetzt hat schon Farbe. Schön. Gut, wunderbar. Farbe hat ja. Ich glaube, das sieht so aus, als ob das Hackfleisch dominiert in der Farbe. Ja. Desto mehr anbraten tust, desto mehr Farbe kommt dann auch rein. Durch die Paprika halt Farbe rot. So, jetzt tun wir den Tomate auch rein. Deine Paprika sind grün, was? Ne, ich meine den Chili. ja, ja. Ah, okay. Okay, so fertig. Mein Deckel. Deckel. Ah. Deckel. So. Jetzt schalte ich sie runter auf 3. 3. Lasse ich ihm nur 5 Minuten kochen und dann schalte ich sie aus. Dann leere ich dann kommt Petersilie, kommt im Schluss. Nach 5 Minuten sehen wir uns. Bis gleich. Die 5 Minuten ist jetzt rum, jetzt geht's weiter. Okay, nehmen wir den Deckel weg. Es kocht schon. Also. Jetzt kommt Petersilie rein, Schluss. Ich mache lieber so vielleicht, dass man sieht. So. So, ein bisschen umrühren. Gut. Was heißt Schluss für den Ja, Inhalt? Inhalt ist fertig. Jetzt tue ich es dann hier reinleeren, also da umtopfen. Das muss ja kalt werden. Also, guck mal. Bei dem Wetter wird es nie kalt. Mache Ventilator an. Ja, gute Idee. Ja? Und dann werden sie kalt. So, okay. Bisschen verteilen. Oh. Boah, oder soll ich es zweiteilen? Vielleicht. Das kannst du nachher machen. Ja, okay. Ich lasse ihn jetzt abkühlen. In der Zeit vorbereite ich den Teig. Bis gleich. Wir fangen an jetzt mit dem Teig. 1 Kilo Mehl, 405er. 250 Milliliter lauwarmer Wasser. Milch auch 250 Milliliter lauwarm. 15 Gramm Zucker. 7 Gramm trockene Hefe. 15 Gramm Salz. Ja, das war Salz. Ne, das sieht gleich aus. Okay. 100 Gramm Margarin. Fertig. Können wir anfangen. Hol ich meinen Behälter. Was war das jetzt? Das war der Zucker. Zucker rein. Das ist ja Puderzucker, ne? Ja, Butterzucker, das geht, löst sich halt schneller. Und die Hefe rein. Erstmal. Jetzt tun wir Milch. Wasser. So, jetzt tun wir kurz umrühren. Guck, schon gelöst, fertig. So, warte nicht, es kommt gleich Mehl da rein. Salz, ja, mal Salz. Margarin. Fertig. So, jetzt hole ich die Maschine hoch. So. Ich lasse ihn natürlich erstmal lassen und dann kann ich mittlere Geschwindigkeit laufen lassen. 4 Minuten laufen lassen, bitte. Bis gleich. So, jetzt gucken wir mal. Wir können kontrollieren. Hoch. So, so muss das Teig sein. Man kann hier hinlangen. Das darf nicht so weich sein, nicht so trocken. Ne? Schmeidig muss es halt sein nachher. Gut. Okay, gut. Jetzt lasse ich es so wieder. So. Fertig. Oh. Und mit schmeidig meinst du geschmeidig? Geschmeidig, ja. Okay. In 40 Minuten ruhen lassen, dann geht's weiter. Bis gleich. So, stell Uhr 40 Minuten. Die 40 Minuten ist jetzt rum. Jetzt lasse ich ihn noch kurz laufen, dann hole ich den Teig raus. Gut.
Maschine weg. Erstmal 2 teilen. So. So, jetzt gucken wir mal, wie groß wir machen. Warte mal. Ja. Was denkst du, wie viel wiegt das? 60, 70 Gramm ungefähr. Ich mache jetzt alle in die Größe 60 bis 70 Gramm. Alles rund. Wenn ihr das nicht könnt, müsst ihr halt dann anders machen. Wie ihr macht halt, verlasse ich euch. Vielleicht eine Waage nehmen. Waage nehmen, wiegen. Ich meine das da. Ach so. Das ist halt Übungssache. Bällchen machen. Ja, Bällchen machen ist halt Übungssache. Das ist, Ja. können ja nicht jeder, weißt du. Macht jeder anders bestimmt. Jeder macht anders. Okay. So, ich mache jetzt alles so, 60 bis 70 Gramm. Bis gleich. Ich habe den kleinen Bällchen gemacht. Guck mal, wie viel es gibt, weiß ich jetzt nicht. Ist schon mehr eine Menge. Man sieht ja. 21 Stück gibt's. Okay. Ich decke natürlich wieder zu. Ich habe sie 5 Minuten ruhen lassen, natürlich. Nicht vergessen. Wieder so machen. So, jetzt machen wir 2 Stück. Nehmen wir schon mal eine. So, ich habe die Pfanne ist 28er Pfanne. Crepepfanne. Grillpfanne, genau. Ihr könnt auch andere nehmen, wenn ihr das nicht habt. So. Die Frage ist jetzt, soll ich sie doppelt machen oder einzeln machen? Einzeln. Einzeln ist besser? Okay. So, fertig, dann Sprutze. Da ist noch. Gut. Gut, dann füllen wir hier Seite. Gut, fertig. Jetzt so machen. So. Erstmal mit Hand drücken und dann mit der Gabel. Das macht dann richtig so. So. Sieht auch besser aus. Den Teig ein bisschen klopfen, nicht so viel Teig in der Pfanne. Gucken wir mal. Ja, da passt nur ein. Vielleicht auch 2, weiß ich nicht. Du meinst Mehl in der Pfanne? Ja genau, nicht so viel Mehl in der Pfanne nehmen. Die braucht ungefähr 1 bis 2 Minuten. Man kann ja natürlich dann kontrollieren, gucken halt, wie weit ist. Wenn sie schön braun ist, dann kann man sie auch rausholen. Muss ich nachher umdrehen. Ich mache so natürlich weiter. Bis sie fertig ist, dann bin ich auch hier fertig. Ich habe sie gedreht. So, jetzt gucken wir andere Seite. Auch gut. Nächste ist auch okay. So, jetzt tun wir einen Teller. Gut. So kann man sie dann servieren. So, ich wünsche einen guten Appetit mit Gözdemir. Bis nächstes Mal, Ahmed. Tschüss. Bitte nicht vergessen, Facebook und Instagram zu gucken.